Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um E-Bike fahren, ganz besonders um mein E-Bike. Ich habe mir vor knapp einem Jahr ein billiges E-Bike gekauft. Das ist das Profete Entdecker 29 Zoll Trekkingrad und 1000 Kilometer habe ich mittlerweile runter mit dem Tacho und das ist Zeit, mal so ein bisschen Resümee zu ziehen. Was ist mir in diesem Jahr passiert? Ist dieses Fahrrad zuverlässig? Macht es Probleme? Und macht E-Bike fahren an sich Spaß? Für wen ist das was? Und. Alles das jetzt in diesem Video. Viel Spaß beim Anschauen. Als das Fahrrad endlich nach 3 langen Wochen Wartezeit bei mir ankam, da war ich natürlich erstmal begeistert, da ich ja vorher kaum E-Bike gefahren bin. Im Lieferumfang, da war alles enthalten. Ausführliche Anleitung, 2 Keyschlüssel für die Wegfahrsperre, etwas Werkzeug und das Ladeteil für das Akku. Alle anderen Teile, außer die Pedale, die waren bereits schon vormontiert. Das Profete Entdecker Herren E-Bike kommt mit einem Comfort Drive Mittelmotor mit einem Drehmoment von 100 Newtonmeter. Die Reflexbereifung, die kommt aus dem Hause Continental und die hydraulischen Scheibenbremsen vorn und hinten kommen von der Firma Shimano. Die Suntour Federgabel, die gewährleistet einen Komfort auf unebenen Untergründen. Die Steuereinheit des Antriebs befindet sich in einem TFT-Display mit Pro Key, das neben den wichtigsten Informationen auf einen Blick auch eine USB-Ladefunktion für das Smartphone bereithält. Ein wichtiges Kaufargument war für mich die Pro-Key-Funktion, denn wenn das E-Bike für eine Pause unbeaufsichtigt bleibt, dann kommt die Sicherheitsfunktion ins Spiel. Nur mit einem individuellen Chip kann man die elektronische Wegfahrsperre aufheben und das E-Bike einschalten. Der AEG Downtube Akku mit einer Leistung von 576 Wattstunden ist für einen tiefen Schwerpunkt am Unterrohr montiert und bietet Reichweiten von gut 100 bis 110 Kilometer je nach Fahrweise. Aufgeladen ist der Akku in ca. 4,5 Stunden und das zulässige Gesamtgewicht des Fahrrads beträgt 150 Kilo, also auch für Zuladung ideal geeignet. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h muss man dann allein weitertreten. Hier schaltet das E-Bike dann auf manuell um. Der Rahmen, der besteht aus Aluminium, so kommt das Profete Bike auf ein 25 Kilogramm Leergewicht. Durch die ausreichende Beleuchtung und allen verbauten Teilen ist dieses Fahrrad für die StVO zugelassen und man zahlt hierfür auch keinerlei Steuern und Gebühren. Generell zum E-Bike-Fahren kann ich natürlich sagen, es ist keine Fehlentscheidung gewesen, in diesem Jahr mir das E-Bike zu kaufen. Und generell habe ich einen Arbeitsweg von ca. 50 Kilometer hin und zurück und den lege ich dann öfter mal mit dem E-Bike zurück. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, du kommst nicht verschwitzt auf Arbeit an und fährst auch nicht verschwitzt nach Hause. Das ist relativ easy, wenn du hier im 3. Modus fährst. Das ist der Tour-Modus und da kann man natürlich eine ganze Menge treten und gleichzeitig natürlich auch vorwärts kommen. Du kannst ja natürlich selber einstellen, wie du hier jetzt treten möchtest. Ja, wenn du nicht so viel Unterstützung haben möchtest, naja, dann stellst du einfach auf den 1. Modus. Dann ist das relativ anstrengend, in Berg und Tal voranzukommen. Aber so ab 2., 3. Modus bis hoch zum 5., das ist dann der höchste, ist es natürlich dann relativ easy. Du trittst weiter, aber wie gesagt, du kommst nicht verschwitzt irgendwo auf Arbeit an. Du kannst das Ding wirklich komplett als Arbeitswegfahrzeug benutzen. Und auch als Freizeitmobil ist das natürlich ideal, mal eine Runde um den See rumfahren oder einfach mal eine längere Tour machen. Mit dem Akku kommst du so circa im Durchschnitt 100 Kilometer, knappe 100 Kilometer. Der Hersteller gibt an 140 Kilometer. Das habe ich bis jetzt noch niemals erreicht. Und natürlich müssen sie ein bisschen flunkern, ist ja klar. Aber wenn du jetzt sozusagen im höchsten Modus, also im Modus 5, die ganze Zeit fährst, dann bist du ungefähr bei 60, 70 maximal an Kilometern, die du erreichst. Aber dann im normalen Eco-Modus kommst du schon so eine 100, 110 Kilometer, wenn du sparsam fährst. Reicht auch aus für einen Tag, denn man muss überlegen, 110 Kilometer muss man erstmal am Tag zurücklegen. Ansonsten ist E-Bike-Fahren auch nicht anders als Fahrradfahren. Es ist nur ein bisschen einfacher und es macht aber mehr Spaß, weil du kannst dir aussuchen, wenn man am Berg kommt, musst du nicht immer treten und trampeln und versuchen da hochzukommen. Nö, dann schaltest du einfach auf Modus 5 und ab geht die Luzi. Also mir hat es, wie gesagt, richtig Spaß gemacht in diesem Jahr.
Was ist positiv zu erwähnen für mich an diesem Fahrrad und komplett natürlich auch mit dem E-Bike fahren? Vom Prinzip her kann ich sagen, dieses Fahrrad hat mich die 1000 Kilometer und dieses eine Jahr überhaupt nicht im Stich gelassen. Es ging immer an, es ging immer aus, das Akku wurde vernünftig geladen und vom Baufaktor und von der Qualität her kann man sagen, ist es ein super Preis-Leistungs-Verhältnis für 1500 Euro. Mittlerweile in Corona-Zeiten ist es nicht mehr so einfach, ein E-Bike zu bekommen. Es gibt Lieferzeiten, weil ja sozusagen alle so ein bisschen aufs Fahrrad umschwenken. Und das habe ich, wie gesagt, damals für 1500 Euro gekauft. Mittlerweile hat der Hersteller ein Modell-Update durchgeführt und das kostet jetzt nicht mehr 1500 Euro, nein, das kostet jetzt 2500 Euro. Mittlerweile ist das Akku im Rahmen verbaut. Ich wollte ein externes Akku haben, weil ich im Keller keine Steckdose habe. Das heißt, ich nehme das Akku immer mit nach oben, lade es auf und klicke es dann wieder beim Losfahren hier an das Fahrrad an. Aber ansonsten hat sich da nicht viel verändert bei dem neuen Fahrrad und es ist trotzdem fast 1000 Euro teurer. Finde ich eigentlich vom Hersteller keine so gute Entscheidung, weil das Preisverhältnis von 1500 Euro für dieses Fahrrad ist eine super Geschichte. Du hast echt Spaß daran und hast nicht so viel Geld ausgegeben. Aber es gibt dieses Fahrzeug noch, beziehungsweise dieses E-Bike in Restposten bei bestimmten Versandhändlern. Bei Otto habe ich es gesehen und bei einigen anderen Versandhändlern ebenfalls. Wer Interesse hat, ich mache euch mal einen Link direkt hier in meine Videobeschreibung. Da könnt ihr dann mal nachgucken. Auf alle Fälle ist es noch verfügbar, auch zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 1500 Euro habe ich es gesehen als Neufahrzeug. Hat nur, wie gesagt, ein bisschen Lieferzeit. Ich glaube, das ist so ein Monat. Das dauert dann so ein bisschen länger, bis es dann sozusagen bei euch zu Hause ist. Wie gesagt, zu den positiven Sachen hier beim E-Bike kann ich sagen, super. Also Firma Profeta auch einen guten Job gemacht. Ich habe bis jetzt keine Probleme. Anfangs hat es ein bisschen geschliffen. Das musste sich irgendwie einschleifen. Das ging dann auch im Elektromotor irgendwie so ein bisschen los. So ein bisschen wüt, 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 wüt. Ich wusste nie, was das war. Es hat sich dann komplett von alleine erledigt. Mittlerweile sind dann auch hier die Handgriffe ein bisschen lockerer geworden. Die musste dann nachziehen. Aber ansonsten, das ist stabil. Es klappert nicht. Und positiv kann ich wirklich erwähnen, dass dieses Fahrrad sehr gut verarbeitet ist. Als ich mir das Fahrrad damals gekauft habe, habe ich ein paar Sachen ändern müssen, weil die mir überhaupt nicht gefallen haben. Zum einen waren das die Pedale. Die waren total rutschig. Man weiß, dieses Plastik, das hält nicht. Das habe ich mittlerweile gegen Metallpedale von der Firma Aron ausgetauscht. Die sind super. Dann gleichzeitig hat mir natürlich immer nach 20, 30 Minuten der Hintern wehgetan. Und das musste sich auch dringend ändern, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist mit dem Fahrrad. Das geht nicht. Also wurde komplett ebenfalls der Sattel getauscht gegen einen Sattel, der wirklich weicher ist und der hier echt fahrbar ist. Ansonsten gibt es ein bisschen Zubehör, wie ein paar Taschen hier komplett fürs Handy, eine Tasche und gleichzeitig natürlich auch die Satteltaschen. Die haben sich da sozusagen komplett im Zubehör zu mir verirrt und da kann ich jetzt wenigstens mein ganzes Video-Equipment und andere Dinge hier mitnehmen und das macht Spaß, mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Ansonsten gibt es hier oben noch eine freundliche GoPro-Halterung fürs Fahrrad, damit ich auch mal ein paar Sachen aufnehmen kann, wenn ich unterwegs bin. Sonst hat sich nichts verändert. Das Fahrrad ist komplett so in der Ausstattung, wie es jetzt sozusagen vor einem Jahr geliefert wurde und ich bin immer noch zufrieden. Vom Fazit her zu diesem Profete Entdecker 29 Zoll Trekking Bike kann ich nur sagen, für mich habe ich die richtige Entscheidung getroffen. 1500 Euro sind nicht zu viel für dieses wunderbare Fahrrad. Es hat mich nicht im Stich gelassen. Ich bin teilweise durch Gewitter gefahren im Sommer und da war auch Starkregen dabei. Das Bike fährt und rollt. Da gibt es keine Probleme in Sachen Wassereindringen oder irgendwas anderes. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass für mich die Reifen vielleicht ein bisschen dünn sind, denn ich bin auch öfter mal im Gelände, kann man auch nicht sagen, aber auf Feldwegen unterwegs und da sind die Reifen vielleicht ein bisschen dünner. Wenn die jetzt abgefahren sind, werde ich mir wahrscheinlich ein paar dickere hier raufschrauben lassen. Ansonsten Bremsen super, Akku super. Mittlerweile komme ich immer noch meine 100 Kilometer mit dem Akku nach einem Jahr, trotz ganz vieler Ladezyklen. Und das ist auch noch stabil verbaut, das Fahrrad. Da klappert keine Schraube, da wackelt nichts. Das ist echt eine gute Qualität von Profete. Und wenn ich mir den Nachfolger jetzt mal so anschaue, wenn ich auf die Profete-Seite gehe, dann ist das natürlich preislich schon ein richtiger Happen. Denn das hat sich einfach mal um 1000 Euro verteuert. Das heißt, der Akku ist jetzt komplett hier innen drin verbaut. Es gibt noch weitere Änderungen. Aber
1.500 € gegenüber jetzt dem neuen Modell 2.500 €. Das ist dann doch schon ein billiges Schnäppchen und ich bin echt zufrieden, dass ich diesen Typ von Fahrrad gekauft habe, weil 2.500 € ausgeben ist dann schon wieder eine Richtung, wo ich sage, Mensch, da gibt es aber noch andere Hersteller, die mehr dafür bieten für den gleichen Preis. Aber bei 1.500 € kannst du hier nichts falsch machen bei diesem Profete Entdecker 29 Zoll E-Bike. Und wer Lust, Zeit und Interesse hat an diesem Fahrrad, ich habe euch mal einen Link hier in meine Videobeschreibung reingelegt. Da gibt es ein bisschen Zubehör fürs Fahrrad und da gibt es natürlich auch gleichzeitig noch die Restposten. Ich habe es bei Otto nochmal für 1.500 € entdeckt und bei einigen anderen Versandhäusern auch. Wen es interessiert, in meiner Videobeschreibung. Damit sage ich vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video und sehr gern bis zum nächsten Video. Lasst mir ein Abo, ein Like oder einen freundlichen Kommentar da. Wie seht ihr das mit dem E-Bike fahren? Seid ihr dafür pro? Seid ihr dafür kontra? Würde mich interessieren und natürlich gern bis zum nächsten Video.